Freiwilligenkundgebung in der galizischen Stadt Colomea. Diese Kreishauptmannschaft in Südostgalizien stellte die höchste Zahl von Freiwilligen für die neu aufgestellte SS-Schützendivision Galizien. In seiner Rede an die Bevölkerung sagte der Gouverneur: Ihr steht hier, um euer Bekenntnis abzulegen, dass ihr in diesem Ringen Europas nicht abseits stehen, sondern mitmarschieren und mitkämpfen wollt. Mit der Waffe in der Hand wollt ihr eurer Heimat und dem neuen Europa dienen. Es geht um Sein oder Nichtsein, um eine größere und schönere Zukunft. Vorbeimarsch der Freiwilligen. Zwischen den Hakenkreuzfahnen der ukrainische Löwe. Schon vor 25 Jahren war er Symbol des Freiheitskampfes gegen Moskau. Diese Männer werden bald Schulter an Schulter mit den deutschen Soldaten zum Kampf gegen den Bolschewismus antreten. Kriegsfreiwillige der Hitlerjugend. Nach der vormilitärischen Ausbildung in den Wehrertüchtigungslagern hat sich ein Teil des ältesten HJ-Jahrganges aus eigenem und freiem Entschluss zum Einsatz in der Waffen-SS gemeldet. Aufmarsch zum Appell! Reichsführer SS Himmler, Reichsjugendführer Axmann und Eichenlaufträger Oberbannführer Hein besichtigen die junge Mannschaft. Reichsführer SS Himmler rief den jungen Freiwilligen zu: Ihr werdet wetteifern in Treue und Anständigkeit, in Mut und Beständigkeit und in der Haltung eurer Herzen. Ehrung der 44. Division in Wien. Der Führer verlieh ihr in Anerkennung ihres heldenhaften Einsatzes an der Ostfront den stolzen Namen Reichsgrenadierdivision Hoch- und Deutschmeister. Reichsstatthalter Baldur von Schirach verkündet die hohe Auszeichnung. Die Hoch- und Deutschmeister waren als Wiener Hausregiment Träger einer großen, ruhmvollen Tradition, die bis auf Prinz Eugen zurückgeht. Die Traditionsfahne senkt sich zum Gedenken der bei Stalingrad gebliebenen unsterblichen Helden der Reichsgrenadierdivision Hoch- und Deutschmeister. In einer Flak-Erdkampfschule unserer Luftwaffe. Fahrt ins Übungsgelände. Auf dieser Schule werden die vielfältigen Erfahrungen ausgewertet, die unsere Flak-Artillerie in der Bekämpfung von Erdzielen an allen Fronten dieses Krieges gewonnen hat. Sie bilden jetzt die Grundlage für die Ausbildung der jungen Kanoniere. In blitzartigem Einsatz müssen feindliche Bunker niedergekämpft und Sperren aufgebrochen werden. Das enge Zusammenwirken mit der angreifenden Infanterie wird besonders gründlich geübt. Weiter vorwärts! Das Geschütz ist immer feuerbereit. Im Kampf entscheiden oft Sekunden. Flakartillerie im Erdkampf. Im Angriff wie in der Abwehr ist sie die tausendfach bewährte Helferin unserer Grenadiere.
bei unseren Soldaten im Osten. Eine Frontbuchhandlung auf dem Wege nach vorn. Sie ist überall ein gern gesehener Gast. In einer Batteriestellung dicht hinter der vordersten Linie. Der Bedarf unserer Soldaten an guten Büchern ist außerordentlich groß. So wurden allein im letzten Jahr über 15 Millionen Bücher durch die Frontbuchhandlungen abgesetzt. Außerdem stellten die deutschen Verlagsanstalten seit Beginn des Krieges 50 Millionen Sonderdrucke her, die durch die Feldpost an die Front gingen. Dabei sind noch nicht eingerechnet die Millionen von Büchern normaler Ausgaben und viele Millionen von Sonderschriften der Wehrmacht für die geistige Betreuung unserer Soldaten. Franz hat gleich für die ganze Korporalschaft eingekauft. Improvisierter Sportbetrieb zwischen den Stellungen der Hauptkampflinie. Hier hat sich eine Kompanie ohne großen Aufwand ihr eigenes Stadion eingerichtet. Ein Spitzenkönner. Das grenzt schon an Artistik. Im Sport ein erfrischendes Bad. Eine Schiffswerft am Dnepr. Ukrainische Arbeiter machen hier unter deutscher Leitung beschädigte Lastkähne wieder flott, die von den Sowjets zurückgelassen werden mussten. Holz für neue Bohlen und Planken. Im Sägewerk der Werft wird es maßgerecht zugeschnitten. Arbeiten an einer Schiffsmaschine. Die Werft verfügt auch über eine eigene Gießerei und über eine Schmiede. Sie dienen zur Herstellung von Schiffsbeschlägen und anderen Eisenteilen. Wieder fahrbereit. Am Kuban-Brückenkopf. Dieser Regimentsgefechtsstand steht mitten im Sumpfgelände. Ein Spähtrupp macht sich fertig zum Abmarsch. Der Spähtrupp soll das Schilf der Kuban-Lagunen durchstoßen und die vorgeschobenen Stellungen des Feindes erkunden. Die Sowjets versuchen immer wieder, durch dieses unübersichtliche Gebiet in unsere Linien einzusickern.
Durch den fast wegelosen Sumpf geht es nur mühsam vorwärts. Die Pfade sind oft nur handbreit. Im dichten Schilf kann überall der Feind lauern. Am Rande des Schilfdickichts, dort drüben die sowjetischen Stellungen. Der Spähtrupp ist entdeckt, er zieht sich schnell zurück. Eine vorgeschobene Funkstelle gibt die Meldung des Trupps an das Regiment weiter. So also verlaufen die erkundeten Stellungen. Artillerie nimmt sich schlagartig unter Feuer. Die Sowjets rennen am Kuban-Brückenkopf fast jeden Tag mit großer Übermacht gegen unsere Linien an. Der deutsche Soldat steht hier in schwerstem Abwehrkampf, aber er hält seine Stellungen. Im Führerhauptquartier. Der Reichsminister für Bewaffnung und Munition, Albert Speer, erstattete dem Führer Bericht über die außerordentliche Steigerung der Waffen-, Panzer- und Munitionserzeugung. Er konnte melden, dass die vorgesehenen Produktionszahlen ausnahmslos weit überschritten wurden. Der Führer dankt den verantwortlichen Männern der deutschen Rüstungsindustrie und überreicht Albert Speer in Anerkennung seiner einmaligen Leistungen den Fritz-Todt-Ring der deutschen Technik. Großkundgebung im Berliner Sportpalast zur Ehrung der deutschen Ingenieure und Rüstungsarbeiter. Reichsminister Speer überbrachte den Rüstungsarbeitern und Ingenieuren den Dank des Führers für ihre aufopfernde Arbeit. Er sagte unter anderem: Wir können heute mit Stolz feststellen, dass wir die Forderungen des Führers nicht nur erreicht, sondern teilweise wesentlich übertroffen haben. Die Leistungen des deutschen Arbeiters sind einzigartig. Sein Idealismus und seine Arbeitswilligkeit ermöglichten es, nicht nur alle gesteckten Ziele zu erreichen, sondern noch weit zu übertreffen. Dank seiner Einsatzbereitschaft und seinem beispielhaften Fleiß ist eine nie dagewesene Menge von Waffen aller Art geschaffen worden. Durch besondere Maßnahmen wurde die Stahlproduktion erheblich gesteigert. Die Fabrikationsmethoden wurden durch Erfahrungsaustausch verbessert und die Leistungen auch damit bedeutend erhöht. Die Munitionserzeugung wuchs gewaltig an. Allein im letzten Monat wurde mehr an Munition hergestellt als 1941 in einem halben Jahr. Der Ausstoß an leichten und schweren Geschützen wurde im Monat Mai gegenüber dem Durchschnitt des Jahres 1941 auf 400% gesteigert. Schiffsgeschütze für unsere Torpedoboote und Zerstörer. Geschütze für unsere Unterseeboote. Reichsminister Speer sagte in seiner Rede: Wir werden der Front immer neue Waffen zur Verfügung stellen, in einer Zahl, die es unseren Soldaten ermöglichen wird, diesen Kampf nicht nur zu bestehen, sondern endgültig zu siegen. Torpedos. Diese tödlichen Waffen unserer Unterseeboote entstehen ebenfalls in immer größeren Serien. Auf den deutschen Werften wird fieberhaft gearbeitet. Wie der Führer sagte, bauen wir U-Boote noch und noch.
Die Zahl der gefertigten Flugzeuge lag im Mai dieses Jahres um ein Vielfaches über dem Durchschnitt des Jahres 1941. Hier entstehen die Waffen für die Stunde der Vergeltung gegen den britisch-amerikanischen Bombenterror. Immer neue Flugzeuge verlassen die Werkhallen. In diesem Werk entstehen 8-Rad-Spähwagen. Bau von Selbstfahrlafetten. Die mit Geschützen verschiedener Kaliber bestückten Fahrzeuge sind außerordentlich schnell und wendig. Diese Eigenschaften machen sie zu einer Waffe von besonders hoher Schlagkraft. Panzerfertigung. Hier wurden Ergebnisse erzielt, die alle Erwartungen weit übertrafen. Die Leistungen unserer Arbeiter wuchsen hier ins Ungemessene. Sturmgeschütze, die Wegbereiter der Infanterie. Allein im Monat Mai dieses Jahres wurden ebenso viele Panzerkampfwagen ausgeliefert wie im ganzen Jahre 1941. Der Tiger, eine der stärksten Waffen unseres Heeres. Selbstfahrlafetten einsatzbereit. Tag für Tag verlassen lange Züge mit Waffen und Munition aller Art die deutschen Rüstungswerke. Reichsminister Speer sagte am Schluss seiner Rede: Wir geloben unseren Soldaten an der Front, auch weiterhin nicht nur unsere Pflicht zu tun, sondern das Äußerste zu leisten und von Monat zu Monat unsere Produktion zu steigern. In Anerkennung dieser großartigen Leistung erhalten 9 Männer der deutschen Rüstung das Ritterkreuz zum Kriegsverdienstkreuz. Hier Albin Sawatzki, Rechtsgeneraloberst Guderian. SS-Obergruppenführer, General der Waffen SS Sepp Dietrich übergibt dem Obermeister Johannes Holtmeier die hohe Auszeichnung. Generalleutnant Wolf dekoriert den OT-Frontarbeiter Josef Hinkerohe. Generalmajor Galland übergibt Karl Schmidt, dem bewährten Fachmann im Jäger- und Zerstörerbau, das Ritterkreuz. Korvettenkapitän Liebe überreicht dem Obermeister Christian Davidshöfer die Auszeichnung. Direktor Dr. Walter Roland erhält das Ritterkreuz aus der Hand von Leutnant Primoschik. Oberfeldwebel Schönfeld legt Professor Karl Krauch die hohe Auszeichnung um. Feldwebel Günther Frenzel dekoriert Direktor Dr. Werner. Hauptscharführer der Waffen-SS Seitz heftet dem Hauptdienstleiter Karl Otto Sauer das Ritterkreuz an. Zum Abschluss der Kundgebung gab Reichsminister Dr. Goebbels einen Überblick über die Lage im 4. Kriegsjahr. Er zeichnete damit das Bild einer militärisch, politisch und moralisch unerschütterlichen Nation. Dr. Goebbels sagte unter anderem: Im Osten steht die Front fest. Es geht wiederum ein ununterbrochener Strom von neuen Waffen und Mannschaften aus der Heimat nach dem Osten. Das deutsche Volk kann vollauf beruhigt sein. Seine riesigen Anstrengungen im Zeichen des totalen Krieges sind nicht umsonst gewesen.
Ab des Krieges wenden wir unsere Augen zum Führer, um an seiner Stärke unsere eigene Kraft zu stärken. Mag der Feind den Kampf gegen unsere Nerven mit List, Tücke und Bosheit fortsetzen, niemand wird ihm den Gefallen tun, weich zu werden. Man hat das deutsche Volk zur Verteidigung seines Lebens gezwungen. Es wird kämpfen, wo immer sich ihm eine Gelegenheit dazu bietet. Am Ende dieses Kampfes aber steht unser Sieg. Unsere Feinde wollen es nicht glauben, wir werden es ihnen beweisen.